Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Gucken wir, was ich heute weitergeben darf. Ich mache es mit so einem 3-Karten-Reading. Das ist der Anfang. Was können wir tun und wo endet es? Unten haben wir noch die Zuflucht. Wir nehmen noch eine Lenny drauf. Dann kann ich es ein bisschen besser in Verbindung bringen. Uiuiui. Das sieht hier schon mal ganz gut aus. Sind nur gute Karten rausgefallen. Hier ist eine sehr gute Energie in eine andere Richtung, die sehr klärend ist. Wenn die Sonne fällt, haben wir sowieso mit den Sternen zusammen die beste Energie, die es gibt. Und wir legen los. Wir haben ja hier unten im Thema die Zuflucht und hier haben wir die Sonne. Und es ist hier ganz wichtig, dass wir unsere Energiereserven aufladen und erneuern. Dass wir uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern, dass wir intensive Selbstfürsorge betreiben und dass wir uns zurückziehen von Einflüssen, die nicht wirklich positiv sind. In dieser Zeit kann man so seinen Bestand pflegen, das was man hat, Grundlagen schaffen und einfach aus der Quelle in sich selbst an Energie schöpfen. Auf die Seele hören, die innere Führung wieder mehr spüren, sich eine Auszeit gönnen, zurückziehen, entspannen, Urlaub machen. Das ist so das Thema, die Grundlage. Und dann haben wir hier tatsächlich die Energie, die wir hier aufgefüllt haben, die liegt hier schon mit der Sonne wieder. Es geht mit beiden Karten hier sehr stark darum, sich eine Basis zu erschaffen, sowohl energetisch als auch im Leben. Es geht auch darum, bei beiden Karten die, ja, ich sag mal, die Energiespeicher komplett aufzufüllen und nicht so sehr in die Aktion zu gehen, sondern erstmal auftanken. Die Herzenswünsche, die wieder gehört werden wollen, das Ersinnen, wo möchte ich in der Zukunft sein und auch das Ding, dass wir Antworten finden, wenn wir zur Ruhe kommen. Dann haben wir in der Mitte das Glück dabei und natürlich mit dem Fokus darauf auch eine treffende Aussage. Hier hat man sich so geklärt, dass man positiv auf die Dinge guckt und dass man die Gedankenwelt auch positiv hält. Und so auch wieder Menschen oder Situationen ins Leben zieht, die Freude bringen, die Glücksbringer sind. Und wenn wir die Richtung angucken, die wir einnehmen oder den Ausgangspunkt, dann dürfen wir hingucken, gefällt uns das oder nicht und uns dann auf das konzentrieren, was wir uns wünschen. Auch hier geht es wieder darum, fokussiert zu sein, Kraft aufzubauen, Energie aufzubauen, Aktivitäten reduzieren, die für das, was wir anvisieren, nicht wirklich nötig sind. Also auf das Liebevolle und Schöne gucken, denn das, auf was wir gucken, das erschaffen wir auch. Und es ist hier nicht nötig, dass wir uns mit vielem verzetteln, sondern dass wir das, was wir wollen, genau angucken und darauf uns konzentrieren. Dann haben wir hier am Ende den Steinkreis und
das ist die mystische Pilgerreise, die uns bevorsteht. Hier haben wir die Reisekarte. Hier kann sein, dass wir uns so eine Grundlage erschaffen haben, dass unsere Lebensreise einen neuen Erfolg, eine andere Perspektive, eine andere Klarheit bekommt. Was mich an dieser Karte so fasziniert oder auch jetzt an den Lennys, die rausgefallen sind, ne? Hier wird gesprochen von einer Schiffsfahrt und es ist der Satz dabei, dass ein großes Schiff wohl am Hafen liegen kann und geschützt ist, aber ist es dafür gemacht oder möchte ein Schiff in See oder ins Meer hinausfahren? Ne? Natürlich ist die Steinformation, die hier zu sehen ist, auch wichtig und das Gefühl, dass man verbunden und in Sicherheit ist. Tiefe Erkenntnisse und Einsichten sind hier und man hat hier einen echten schönen Dreh. Aus wenig viel zu machen, würde ich sagen. Dinge zu minimalisieren und tiefes Glück dabei zu erfahren. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. So, wir schauen, was die Vögelchen noch dazu meinen. Die Nachtigall. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.